oder flirten früher und heute. Nee, heute irgendwie sowas. Das finde ich ganz gut. Ja. Ja. So, willkommen zu Teil 2 Ja. mit dem Titel. Ja, wie geht jetzt weiter? Wo waren wir? Wir waren beim Kennenlernen immer noch. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss. Bei den Status, ne? Genau, wenn man also online zugange ist, da wollte ich gerade sagen, auch wenn da steht zumeist Sex, da habe ich das ganz oft, dass man da ins Chatten kommt. Ja. Also bei mir steht sowieso immer Chatten, das mache ich dann auch. Was nicht heißt, dass auch was anderes sich geben kann. Aber ich bin nicht drauf aus. So. Ja. Und selbst bei Leuten, die dann Sex stehen haben, komme ich ganz oft so ins Quatschen. Mhm. Leute reden dann, also schreiben dann einfach und erzählen so ein bisschen. Und da kommt es also dann auch schon vor, dass man dann mal telefoniert und dabei weitergequatscht und dann trifft man sich eventuell auch oder aber auch nicht. Ja. So. Ist dann ganz nett. Es gibt auch nicht so Chats, das was wir auch kennen, die einfach einmal abbrechen, dann ist es erstmal vorbei, dann kommt auch nichts mehr. Ja. So, da kommt überhaupt nichts mehr oder Wochen später kommt dann plötzlich wieder eine Meldung, ja, wie geht's denn und so. Das ist schon verrückt. Da weiß man oft gar nicht mehr, wer das ist. Mhm. Ja. Ja, und es fängt ja auch immer belanglos an und wird dann halt immer persönlicher und für manche ist es dann auch dann einfach so, dass es vielleicht zu persönlich wird und das geht mir manchmal auch so, dass dann irgendwie, keine Ahnung, man möchte halt gar nicht so viel da sagen irgendwie, manchmal finde ich zumindest, weil man lernt sich gerade erst kennen und Ja. das ist halt so immer das Ding und man weiß halt nicht wirklich was, aber also manchmal geht es mir auch so, dass es mir dann irgendwie egal ist und ich dann auch Sachen von mir preisgebe und das sind ja auch nicht irgendwie schlimme Sachen oder so, aber es ist halt schon immer so, dass es persönlich, wenn man sich persönlich wirklich trifft, dass das was anderes ist und dass man anders regeln kann, als jetzt dann im Chat und es ist halt auch, was du aussagst mit dem Telefonieren, finde ich persönlich auch viel besser, weil das auch schon mal ein Stück näher kennenlernen ist. Und Ja. also bei meinem derzeitigen Freund war es auch so, dass wir erst, also wir haben vielleicht 5, 6 Nachrichten geschrieben und dann war mir schon gleich klar, so dass das ist er so und ich wollte ihn anrufen und dann habe ich ihn gleich gefragt und er hat mir auch seine Nummer gegeben und dann haben wir halt ab dann meistens telefoniert und das geht halt schon näher und man kommt sich näher. Klar, also wenn man merkt, dass man sich sympathisch ist und dann auch mehr von anderen wissen möchte, dann kann man ja telefonieren, dann ist es mit dem Chat auch vorbei, dann verlagert sich das ein bisschen. Ja. Das ist ja auch ganz schön, das kenne ich auch. Wobei ich eben auch für mich festgestellt habe, dass sehr viele Leute auch gerne quatschen, also mal wegen Chatten, also schreiben oder auch am Telefon, weil das schon eine andere Nummer ist, weil da muss man ja ein Gespräch in Gang halten. Ne? Schreiben kannst du viel, aber am Telefon ist es schon sehr viel direkter. Ja, da sich anschweigen oder sich irgendwie einen Mist erzählen, ist dann ja auch anstrengend. Also, aber trotzdem ist es so, dass viele Menschen schon gerne von sich erzählen. Ja. Also bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das habe ich also auch schon festgestellt. Und wenn man sich dann sympathisch ist, dann kann man ja gucken, ob man sich auch mal auf einen Kaffee trifft oder so und dann guckt man weiter. So war das ja früher eigentlich auch. Man hat ja dann jemanden vielleicht mal kennengelernt und mit dem gequatscht. Und dann ist man eventuell gleich mit dem nach Hause. Klar. Oder aber man hat sich dann noch ein zweites Mal getroffen oder ein drittes Mal. Ja. Und dann erst ist man vielleicht mal in die Kiste gesprungen. Also ne? Das ist ja auch so bei Heteros sehr, also das erinnert mich jetzt gerade an Sex in the City, dann ist es ja auch immer so, ja, wir haben jetzt unser drittes Date und das ist jetzt der Zeitpunkt für Sex. Ja. Und bei Schwulen ist das ja eigentlich so, da gibt es ja eigentlich gar kein Date, so es wird ja meistens gleich in die Kiste gehüpft. Und das ist schon, ja, denke ich, sehr eine große Ausnahme, wenn man sich irgendwie 2, 3 Mal trifft und noch nicht im Bett war. Ja. Und das stimmt. Aber bei mir ist es fast immer so gewesen. Ja. Also
Bis auf ein paar Ausnahmen schon, aber so ist es auch heute noch, wenn ich jemanden sehr nett finde, dann trifft man sich erstmal an einem neutralen Ort, also Ja. sprich Café oder Kneipe. Das mache ich dann schon lieber. Und dann gucken, wenn man sich dann noch nett findet, dann kann man auch nach Hause gehen. Ja. So, also Das finde ich eigentlich auch immer besser, als wenn man sich jetzt sagt, du kannst jetzt gleich zu mir kommen, so. Also, weil man weiß ja nie, auch wenn der jetzt noch so tolle Fotos hat, es kann trotzdem immer sein, dass der gefotoshoppt wird. Ja, sowas zum Beispiel. Und das ist ja auch so ein Punkt Fotos. Ich meine, du glaubst gar nicht, was mir die Leute ungefragt für Fotos zuschicken. Ja. Also da zieht es mir echt die Schuhe aus, wenn ich welche anhab. Also, weil das würde ich nie tun. Also ich wundere mich manchmal auch, was die Leute alles für Fotos von sich haben. Ja. Also meine Herren. Das ist so. Ja, wobei die auch oft ja austauschbar sind. Ich meine, ich weiß, wie ein Schwanz aussieht und so. Ja, Ja, also muss man nicht unbedingt dann auch gleich verschicken. Wäre ich auch sehr viel, da wäre ich sehr viel zurückhaltender, bin ich auch mit Foto verschicken. Ja, und außerdem, wenn man das dann auch gleich verschickt, dann gibt es gar keine Überraschung mehr. Das kommt noch dazu, das ist auch so ein Punkt, da hast du völlig recht. Oh ja, es ist ja, was ja auch so ein Punkt ist, Erotik und sowas läuft ja auch über verschiedene Schienen ab, dass man sich erstmal unterhält zum Beispiel, dass man sich mal ein bisschen anguckt und so weiter, da muss man nicht gleich alles sehen. Ja. Das sehe ich auch so. Oder man möchte vielleicht auch jemanden mal auspacken. Ne? So. Genau. Wenn man schon alles weiß, ist dann ja blöd. Und wenn wir jetzt nochmal zu früher kommen, früher gab es ja auch schon Badehäuser nur für Männer, oder? Ja, Schon ewig, ne? Schon bei den Griechen. Ne? das gab's ja. Badehäuser ist auch ein schönes Wort. Ja. Gab's, ja, Ja, und natürlich. das gibt es ja heute immer Ja, noch. klar. Ja, natürlich. Das habe ich auch schon, natürlich habe ich das auch gesucht. Wobei ich mich noch erinnern kann, als ich nach Hamburg kam, da stand ich dann, da war ich 20, da stand ich vor einer schwulen Sauna und ich habe mich nicht reingetraut. Nein. Nein. Die war legendär, die gibt es auch schon lange nicht mehr. Und als ich dann soweit war, war sie geschlossen. Mhm. Das fand ich sehr schade, ich habe es nicht geschafft. Und es gab damals nur die eine. Nein, es gab auch noch eine andere, aber die fand ich nicht schön. Und die, wo ich mich reingetraut habe, war toll mit Swimmingpool und allen Schikanen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und die du nicht schön fandst, war die Apollo. Genau. Finde ich auch noch nicht schön. So. Die ist auch leider nicht so schön. Nein. Ja, also auch wenn sich dann Auch wenn da das super Publikum ist. ja, alles gut und schön, aber nee, also für mich darf es dann ein bisschen netter sein. Ja. Und ich gehe dann auch so ehrlich gesagt auch viel lieber in Anführungszeichen normale Badehäuser, Ja. also Freizeitbäder zum Schwimmen auch, weil ich gerne schwimme und da ist auch dann mit Sauna und da sind auch Männer und man guckt da auch. Ja, und da gibt es auch inoffizielle Herrentage. Auch das gibt es nur inoffiziell leider. Ne? Damentage gibt es offizielle, aber Herrentage gibt es Ja, Diskriminierung. ganz genau. Und nicht zu knapp. Ja. So. Ja, und natürlich gibt es sonst wie andere Möglichkeiten. Früher gab es solche auch Klappen, gibt es heute auch noch, glaube Ja. ich sogar. Weiß ich nicht, wobei ich nie begriffen habe, warum Schwule sich auf Toiletten treffen und da Sex machen. Das war auch Ja, nie das so ist meins. eklig, ne? Ja. Und das stinkt nach Pipi. Auch nicht nur das, Ja. aber so. Also das habe ich nie verstanden. Das gab es natürlich früher auch schon, ist klar. Und was ich noch ganz am Anfang auch gedacht habe, früher gab es doch auch diese Chiffre-Anzeigen, was es ja heute eigentlich immer noch gibt. natürlich. Ja. In sogenannten Szene-Magazinen. Ne? Ja. Das war auch ein Prozess, das dauerte ja ewig. Da musstest du hinschreiben. Und es ist schon wieder vorbei. Und dann gab es irgendwann mal eine Antwort und das dauerte Wochen. Es dauerte Wochen, ne? Ja. Und das wurde dann ja erst zu diesem Verlag oder was auch immer hingeschickt Ja. und dann haben die das weitergeschickt und Genau. man musste auch was dafür bezahlen, Oh oder? ja. Für eine Anzeige musstest du Geld bezahlen. Für eine Antwort nicht. Für eine Aber für die Antwort Anzeige schon. Ja. Das Und war für den Brief natürlich. auch das. Und es dauerte, wie gesagt, Wochen und dann kam irgendwas und dann war das alles ganz furchtbar. Und, Ja. ja. Also das Gut. ist schon einfacher geworden. Das war jetzt Teil 2. Machen wir noch Teil 3? Wollen wir? Machen wir noch Teil Na 3. gut. Bis gleich. Ja. Tschüss.